Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Luzi, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über eine bekannte Person sprechen. Kennst du berühmte Menschen? Ja, ich kenne viele berühmte Menschen. Ich rede gerne über sie. Über wen möchtest du sprechen? Ich möchte über Emma Watson sprechen. Kennst du sie? Ja, ich kenne Emma Watson. Sie ist eine berühmte Schauspielerin und eine gute Rednerin. Ich mag sie sehr. Das ist toll. Ich finde Emma Watson sehr interessant. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch eine starke Frau. Da stimme ich zu. Emma Watson ist am bekanntesten für ihre Rolle als Hermine Granger in den Harry Potter-Filmen. Ja, ich erinnere mich. Hermine ist in den Filmen sehr klug und mutig. Emma Watson hat sie sehr gut gespielt. Emma Watson begann schon in sehr jungen Jahren mit dem Schauspielern. Sie war erst 11 Jahre alt, als sie mit den Dreharbeiten zu Harry Potter begann. Oh, das ist sehr jung. Und jetzt ist sie ein großer Star. Was weißt du noch über sie? Nach Harry Potter hat Emma Watson in vielen anderen Filmen mitgespielt. Sie war in Das Also ist mein Leben, Die Schöne und das Biest und Die Ungezügelten. Ich habe Die Schöne und das Biest gesehen. Emma war in diesem Film sehr schön und talentiert. Ja, das war sie. Emma Watson hat auch an der Universität abgeschlossen. Sie studierte an der Brown University und erwarb einen Abschluss in englischer Literatur. Das ist beeindruckend. Sie ist nicht nur eine Schauspielerin, sondern auch sehr klug. Emma Watson ist auch bekannt für ihr Engagement für die Rechte der Frauen. Sie ist Feministin und setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter ein. Das bewundere ich. Sie nutzt ihren Ruhm, um anderen Frauen zu helfen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Genau. Emma Watson ist die UN-Botschafterin für Frauenrechte. Sie arbeitet mit den Vereinten Nationen zusammen, um die Rechte der Frauen zu fördern. Ich finde es großartig, dass sie anderen hilft. Sie ist ein gutes Vorbild. Ja, das ist sie. Ich mag, dass Emma Watson freundlich, klug und stark ist. Sie zeigt, dass man erfolgreich sein und gleichzeitig anderen helfen kann. Ich stimme zu. In mancher Hinsicht möchte ich wie sie sein. Ich möchte selbstbewusst sein und mich für gute Zwecke einsetzen. Emma Watson liebt auch das Lesen und das Lernen. Sie sagt oft, dass Bücher für sie sehr wichtig sind. Das macht Sinn. Ich liebe es auch zu lesen. Lesen hilft uns zu lernen und zu wachsen. Ja, Lesen ist sehr wichtig. Emma Watson liest viele Bücher und hat sogar einen Buchclub gegründet. Ich würde gerne einem Buchclub wie Ihrem beitreten. Es wäre toll, mit anderen über Bücher zu sprechen. Das denke ich auch. Emma Watsons Buchclub heißt Urscharet Shelf. Es geht um feministische Bücher und Ideen. Das klingt interessant. Ich möchte mehr feministische Bücher lesen. Sie helfen uns, die Rechte der Frauen zu verstehen und zu unterstützen. Emma Watson ist auch in sozialen Medien aktiv. Sie nutzt Instagram und Twitter, um ihre Ideen und Arbeiten zu teilen. Ich folge ihr auf Instagram. Sie postet schöne Fotos und spricht über wichtige Themen. Ich auch. Ich mag ihre Beiträge, weil sie positiv und inspirierend sind.
Ich finde, dass Emma Watson ein gutes Beispiel dafür ist, wie man Ruhm für Gutes nutzen kann. Sie zeigt, dass man beliebt und gleichzeitig freundlich sein kann. Ja, nicht alle berühmten Menschen tun Gutes, aber Emma Watson versucht immer, anderen zu helfen. Ich hoffe, dass mehr Menschen von ihr lernen. Sie lässt mich glauben, dass ich auch etwas bewirken kann. Genau. Emma Watson inspiriert viele junge Menschen, mutig zu sein und für ihre Rechte einzutreten. Ich möchte mehr über ihre Arbeit erfahren. Vielleicht schaue ich mir einige ihrer Interviews an. Das ist eine gute Idee. Ihre Interviews sind sehr interessant und sie spricht über ihr Leben und ihre Überzeugungen. Ich werde online nach ihren Interviews suchen. Ich möchte wissen, wie sie so erfolgreich und freundlich wurde. Das werde ich auch tun. Ich denke, wir können viel von ihr lernen. Tom, warum denkst du, ist Emma Watson so beliebt? Ich denke, sie ist beliebt, weil sie talentiert, klug und fürsorglich ist. Viele Menschen lieben ihre Filme und bewundern auch ihr Engagement für die Rechte der Frauen. Ja, das stimme ich zu. Sie ist eine gute Schauspielerin, aber ihr Einsatz als Feministin macht sie noch besonderer. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, ein gutes Vorbild zu sein. Emma Watson zeigt, dass man erfolgreich sein und trotzdem anderen helfen kann. Ich möchte meinen Freunden von Emma Watson erzählen. Ich denke, sie werden sie auch mögen. Das ist eine großartige Idee. Wir können ihre Geschichte teilen und andere inspirieren. Ich werde eine kleine Nachricht in den sozialen Medien über Emma Watson schreiben. Ich möchte sagen, dass sie talentiert, klug und freundlich ist. Ich werde das Gleiche tun. Es ist schön, anderen von jemandem zu erzählen, der uns inspiriert. Tom, hast du einen Lieblingsfilm von Emma Watson? Ja, habe ich. Mein Lieblingsfilm ist Die Schöne und das Biest. Ich liebe die Musik und die Geschichte. Ich mag diesen Film auch. Emma Watson singt darin sehr gut. Sie macht Belle zu einer starken und freundlichen Figur. Ich habe auch die Ungezügelten gerne gesehen. Emma Watson spielt Meg und der Film ist sehr schön. Ich habe die Ungezügelten auch gesehen. Die Geschichte handelt von Familie und Liebe. Es ist ein sehr berührender Film. Emma Watsons Filme sind immer interessant. Ich denke, sie wählt Rollen, die starke Frauen zeigen. Ja, ich mag, dass sie gute Rollen auswählt. Sie möchte zeigen, dass Frauen Führungspersönlichkeiten und Heldinnen sein können. Ich hoffe, sie wird weiterhin in mehr Filmen spielen. Ich möchte sie in verschiedenen Rollen sehen. Ich auch. Ich möchte auch ihre alten Filme anschauen. Vielleicht finde ich einige neue Lieblingsfilme. Ich kann dir einige ihrer frühen Filme empfehlen. Sie war als Kind sehr süß und talentiert. Das wäre großartig. Ich liebe es, Filme zu schauen, die mich zum Lächeln und Nachdenken bringen. Filme sind eine gute Möglichkeit, Deutsch zu lernen und verschiedene Kulturen zu sehen. Ja, ich lerne immer neue Wörter und Ideen, wenn ich Filme schaue. Manchmal schaue ich Filme mit Untertiteln, um besser zu verstehen. Das mache ich auch. Untertitel helfen mir, der Geschichte zu folgen und neuen Wortschatz zu lernen. Tom, denkst du, dass Emma Watson in der Zukunft weiterhin berühmt sein wird? Ja, ich glaube schon. Sie ist sehr talentiert und arbeitet hart. Selbst wenn sie mit dem Schauspielern aufhört, wird sie immer ein Vorbild sein. Ich stimme zu. Emma Watson ist nicht nur eine Schauspielerin. Sie ist auch eine Führerin und Aktivistin. Ich hoffe, sie setzt sich weiterhin für die Rechte der Frauen und Bildung ein.
Ich möchte sehen, wie sie noch mehr Menschen hilft. Ja, ich wünsche ihr alles Gute für ihre zukünftigen Projekte. Ich werde ihre Arbeit immer unterstützen. Emma Watson hat viele Fans auf der ganzen Welt. Ich bin stolz, einer von ihnen zu sein. Ich auch. Es ist schön, jemanden zu bewundern, der freundlich und stark ist. Lucy, ich freue mich, dass wir heute über Emma Watson gesprochen haben. Sie ist eine wunderbare Person. Ich bin auch sehr glücklich, Tom. Ich habe mehr über Emma gelernt und warum sie so beliebt ist. Ich denke, unser Gespräch wird vielen Menschen helfen, Deutsch zu lernen und auch mehr über ein gutes Vorbild zu erfahren. Ja, ich hoffe, unsere Freunde hören sich das an und fühlen sich von Emma Watsons Geschichte inspiriert. Ich werde meinen Freunden sagen, dass sie unser Gespräch anhören sollen. Es ist eine gute Möglichkeit, Deutsch zu üben und über berühmte Personen zu lernen. Ich werde dieses Gespräch in meinen sozialen Medien teilen. Vielleicht erfahren mehr Menschen von Emma Watson und ihrer guten Arbeit. Das ist eine großartige Idee, Lucy. Unsere Gedanken zu teilen hilft anderen nachzudenken und zu lernen. Tom, möchtest du noch etwas über Emma Watson sagen, bevor wir aufhören? Ich möchte nur sagen, dass Emma Watson eine sehr besondere Person ist. Sie zeigt uns, dass wir mit Talent und Freundlichkeit die Welt zu einem besseren Ort machen können. Das stimme ich vollkommen zu. Emma Watson inspiriert mich, besser zu sein und anderen zu helfen. Ich hoffe, viele junge Menschen schauen zu ihr auf und folgen ihrem Beispiel. Ja, ich glaube, dass Vorbilder wie Emma Watson sehr wichtig sind. Sie helfen uns, groß zu träumen und hart zu arbeiten. Danke, Tom. Ich habe unser Gespräch über Emma Watson genossen. Sie ist eine wunderbare Person und ich freue mich, dass wir über sie gesprochen haben. Danke, Lucy. Ich habe dieses Gespräch auch genossen. Es ist schön, Gedanken über berühmte Personen auszutauschen und gemeinsam zu lernen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Vielleicht können wir über eine andere berühmte Person oder ein anderes Thema sprechen. Ich bin gespannt auf unser nächstes Gespräch. Wir können weiterhin Deutsch üben und Neues lernen. Ja, ich stimme zu. Mit dir zu reden macht mich immer glücklich und hilft mir zu lernen. Mir auch, Lucy. Lass uns weiter üben und unsere Gedanken teilen. Es macht Spaß und ist sehr gut für unser Deutsch. Ich sehe dich beim nächsten Mal, Tom. Hab einen schönen Tag. Danke, Lucy. Du auch. Auf Wiedersehen. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.